Liebe Freunde, wir leben in einer Welt voller Krisen und diese Multikrisen, die wir seit geraumer Zeit erleben, belasten die Menschen in einer ganz besonderen Art und Weise. Viele sprechen von kollektiven Traumatisierungen unserer Gesellschaften und man sieht daran einfach nur, dass Notfallpädagogik heute aktueller ist als denn je. Es ist gerade jetzt 2 Tage her, da hat im Süden der Türkei ein Schulamoklauf stattgefunden. Ein 16-jähriger Schüler ist bewaffnet zur Schule gekommen und hat viele Menschen dort verletzt mit seiner Tat. Ich erinnere mich noch an das Jahr 1999. Da hat in den USA das Columbine High School Schulshooting stattgefunden. Dylan Klebold und Eric Harris waren damals die jungen Menschen, die dieses Massaker angerichtet haben. Ich entsinne mich deshalb daran, weil es unmittelbar vor der Gründung des Parsival-Zentrums hier in Karlsruhe war und weil uns das Thema sehr beschäftigt hat, weil wir diese Schule hier in Karlsruhe, dieses Zentrum gerade für Menschen entwickeln wollten, die gefährdet waren und die eigentlich bewahrt werden sollten vor so einem Schicksal. Ich hatte jetzt gerade vor wenigen Wochen eigentlich die Gelegenheit, zum ersten Mal in meinem Leben die Columbine High School in der Nähe von Denver zu besuchen. Nun, was treibt denn Kinder so amok? Wenn wir diese Frage stellen, dann gilt es natürlich, viele verschiedene Perspektiven dabei zu beantworten. Es ist ein komplexes Thema, das ist nicht ganz einfach, eine solche Tat nur monokausal erklären zu wollen. Da gibt es zunächst mal die Tat selber. Also, was ist das Motiv des Täters? Welche Warnzeichen gab es im Vorfeld? Wie sieht dann der Anlass aus, der das Unheil auslöst? Und welche Gesetzmäßigkeiten gibt es denn für den Ablauf einer solchen Tat? Dann gibt es bestimmt soziologische Perspektiven zu betrachten. Wie ist das Lebensumfeld des Täters? Wieso wählt er sich die Schule für eine solche Tat aus? Welche Rolle spielen die Mitschüler zum Beispiel? Und neben den soziologischen Perspektiven gibt es sicherlich auch kulturelle Perspektiven. Wie ist das mit dem Einfluss der Medien auf solche Taten? Welche Rolle spielt der Zugang zu Waffen? Und neben diesen soziologischen, kulturellen und sonstigen Perspektiven zählen wahrscheinlich natürlich auch die psychologischen Perspektiven zu den ganz zentralen Punkten, die zu betrachten sind bei einem Schulamok. Also wer sind denn die Täter? Welche Profile haben sie? Peter Langman hat ja in den USA eine bahnbrechende Studie zu diesen Fragen gemacht und er unterscheidet da psychopathische, psychotische und schließlich auch traumatisierte Täter. Und letztlich gibt es natürlich auch spirituelle Perspektiven, die hinter einer solchen Tat letztendlich stehen und mit denen man sich menschenkundlich beschäftigen muss. Liebe Freunde, die Auseinandersetzung mit schwerer, zielgerichteter Gewalt ist auch ein Thema, das wir bei unserer nächsten notfallpädagogischen Jahrestagung hier am Parsival-Schulzentrum in Karlsruhe vom 4. bis zum 7. Juni dieses Jahres veranstalten werden. Auch da sieht man noch einmal, wie aktuell im Grunde genommen das ganze Thema ist und womit wir uns dann letztendlich beschäftigen wollen. Die Themen sind herausfordernd, die Themen sind belastend
Und wir wissen ja alle, dass Traumata auch ansteckend sein können. Nicht Sandra Blum, die niederländische Psychotherapeutin, war ja die erste, die auf die Erregertheorie eines Traumas hingewiesen hat. Und wenn Trauma eine Infektionskrankheit ist, dann lässt sich natürlich auch die Frage nach Schutzmaßnahmen nicht verhindern. Wie kann man sich im Umgang, in der Arbeit mit traumatisierten Menschen, gerade die schwere Gewalttaten letztendlich und schwere Traumatisierungen, die sie zu diesen Gewalttaten bringen, in sich tragen, wie kann man mit ihnen umgehen, wie kann man mit ihnen arbeiten, ohne nicht selbst infiziert zu werden. Das stellt die Frage nun nach psychohygienischen Schutzmaßnahmen. Und auch dieses Thema der Psychohygiene ist im Grunde genommen sehr komplex. Es hat auf der einen Seite Aspekte, die danach fragen, wie können wir denn in uns selber vitalisierende, kreative Kräfte entwickeln, die uns angesichts dieser Themen und angesichts dieser psychischen Belastung im Umgang mit Traumata nicht krank werden lassen. Wie können Schutzkonzepte denn aussehen, gerade vor dem Hintergrund eines spirituellen Weltbildes? Da spielt natürlich die Frage der Resilienz eine ganz besondere Rolle. Wir alle wissen, das Ereignis eines Traumas, das traumatische Ereignis, sagt nichts darüber aus, ob der Mensch es verarbeiten kann oder nicht. Dazu sind vielmehr die individuellen Faktoren eines Menschen entscheidend. Und natürlich auch Umweltfaktoren. Also die Frage, ob man Menschen hilft, ob sie soziale Netzwerke haben, die sie unterstützen und so weiter. Diese beiden Punkte, mein So-Sein und die Netzwerke meiner sozialen Umgebung, die ich aktivieren kann, spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle in der Bewältigung der traumatischen Erlebnisse, die ein Mensch gehabt hat. Und die Frage, ob diese Wunde, die entstanden ist, heilen kann oder ob sie sich zu einer Krankheit weiterentwickeln wird. Wenn wir von Individualfaktoren sprechen, die mit darüber entscheiden, was aus dieser seelischen Wunde wird, wie die Verarbeitungsmöglichkeiten ist, dann sprechen wir von dem Thema Resilienz. Was ist Resilienz und wie bildet sich Resilienz? Da haben ja Pioniere wie Abraham Maslow oder Anton Antonowski oder Emmy Werner oder Richard Tedeschi ja maßgebliche Vorarbeiten letztendlich geleistet. Und selbstverständlich kann auch die Anthroposophie, können spirituelle Menschen- und Weltverständnisse mit dazu beitragen, ein Verständnis zu entwickeln, wie Resilienz entsteht und wie Resilienz gebildet werden kann. Die Frage ist, wie könnte denn ein Schulungsweg des Notfallpädagogen vor dem Hintergrund eines spirituellen Menschen- und Weltverständnisses aussehen? Schwere zielgerichtete Gewalt und die Frage einer notwendigen inneren Arbeit, einer psychohygienischen Arbeit zur Verhinderung von sekundärer Traumatisierung ist ein zentrales Thema unserer notfallpädagogischen Modulfortbildung. Es betrifft das vor allem die Module 5 und 11, die wir in diesem Sommer, im Juli 2026 in Wilton anlässlich der Sommerwochen dort besprechen und bearbeiten wollen. Ich möchte Sie herzlich zu dieser Veranstaltung in Wilton einladen
Und ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich dort kennenzulernen zu können. Oder wenn wir uns schon kennen, würde ich mich über ein Wiedersehen freuen. Herzlichen Dank und bis zum Juli in Wilton.